Heute, liebe Leute, zeige ich euch, wie man Haselnussschnitten selber macht. Haselnussschnitten oder Haselnusstafeln. Hanuta ist übrigens die Abkürzung für Haselnusstafeln. Das hier esse ich total gerne, ist die gekaufte Version. Die Zutaten dafür kriegst du in jedem gut sortierten Supermarkt. Und das Rezept dafür zeige ich dir jetzt. Als erstes erhitze ich eine Pfanne ohne Öl und röste darin kurz 100 Gramm gehackte Haselnüsse an. Und dann kommen hinzu jeweils 200 Gramm Vollmilchkuvertüre und 200 Gramm Nuss-Nougat. Ja, Nuss-Nougat gibt es auch in flüssiger Form. Übrigens achtet darauf, dass ihr diesen schnittfesten Nuss-Nougat kauft. Warum? So wird die Masse später einfach besser. Und was wir jetzt machen müssen ist, wir werden Schokolade Nuss-Nougat klein raspeln. So lässt sich das Ganze später besser schmelzen. Das wird gleichmäßiger und schmeckt einfach besser. Und jetzt bereite ich das Wasserbad zu. Dazu gieße ich eine kleine Menge Wasser in einen Topf, nicht viel. Wir brauchen gerade so viel, damit der Topfboden damit bedeckt ist. Das Wasser sollte ungefähr 1 cm hoch stehen. Es darf den Siedetopf nicht berühren und dieses Wasser bringen wir jetzt zum Kochen. Nachdem das Wasser aufgekocht ist, schalte ich die Temperatur auf die niedrigste Stufe und dann setze ich den Siedetopf hinein. Und jetzt tue ich die geraspelte Vollmilchkuvertüre sowie Nuss-Nougat hinein und lasse es langsam im Wasserbad schmelzen. Und für etwas mehr Geschmack gebe ich noch ein Tütchen Vanillinzucker mit rein, sowie eine Prise Salz und rühre das Ganze schön langsam um. Wie ihr seht, es fängt langsam an zu schmelzen. Schokolade hat einen Schmelzpunkt von etwa 45 Grad. Das heißt, viel Hitze braucht man da nicht. Und nachdem die Schokoladenmasse gut geschmolzen ist, nehme ich den Topf vom Herd und gebe 100 Gramm Schokoladencreme hinzu. Die Schokoladencreme wird langsam umgerührt. Und die letzte Zutat sind unsere angerösteten Haselnüsse. Diese gebe ich jetzt mit hinzu. Und jetzt wird die Masse verteilt auf eine Waffelplatte. Ich habe hier Waffelplatten mit einem Durchmesser von 29 x 24 cm, einen halben Zentimeter dick. Und am besten tragt ihr das Ganze mit einem Silikonspachtel auf.
Und nachdem die Füllung schön verteilt wurde, sollte etwa 1 cm dick sein, decken wir das Ganze mit einer Waffelplatte ab. Nachdem ihr die obere Waffelplatte draufgelegt habt, beschwert ihr das Ganze am besten noch mit Gewichten. Jetzt muss das Ganze abkühlen. Wie lange? Man sagt am besten über Nacht. Ich lasse es mal 3 Stunden abkühlen, soll ja auch schnittfest werden. Und dann werden wir es anschneiden. Und in der Zwischenzeit kann ich ja das hier essen. Nachdem die Haselnussschnitten abgekühlt sind, nehmt ihr sie aus der Form und schneidet sie zurecht. Ich mache gerne Quadrate, 5 x 5 cm und das macht ihr am besten mit einem Brotmesser. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, Haselnussschnitten selber machen ist wirklich nicht schwer. Es ist ein bisschen Arbeit, aber im Prinzip total easy und weißt du was? Du weißt, was drin ist. Aber nur weil du weißt, was drin ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es auch gut ist, was du da reingemacht hast. Das kommt aus der Gastronomie, der Spruch, damit versuchen die Gastronomen ihre hohen Preise zu rechtfertigen und du könntest ja alles Mögliche reintun, Sägespäne, Steine zum Beispiel oder was weiß ich. Aber hier weiß ich wirklich, was drin ist, nämlich sehr, sehr gute Zutaten. Probier das Rezept mal aus und ansonsten